Hallo und willkommen. In diesem Video zeigen wir dir, wie du deine grundlegende Lagerstruktur in Xentral aufbaust. Dazu schauen wir uns an, wie du ein neues Lager erstellst, verschiedene Lagerplätze hinzufügst und eine sinnvolle Benennungsstruktur für diese Lagerplätze entwickelst. Also lass uns direkt in Xentral reinschauen. Um ein neues Lager anzulegen, klickst du oben rechts auf das Einstellungs-Icon, suchst nach Lager und klickst auf Lagerverwaltung. In der Übersicht siehst du bereits angelegte Lager. Um ein neues Lager anzulegen, klickst du oben rechts auf den Button Lager hinzufügen. Es ist wichtig zu wissen, dass die Lagerverwaltung in Xentral grundsätzlich aus zwei Ebenen besteht. Die erste Ebene ist das Lager, wie hier gezeigt. Dieses steht meistens für ein Gebäude, einen Raum oder einen Bereich. Innerhalb des Lagers wird in sogenannte Lagerplätze aufgeteilt, die zum Beispiel ein Regal, eine Palette, ein Fachboden oder ein Sichtlagerkasten sein können. Als Xentral-Nutzer hast du dadurch viel Freiheit, wie du deine Lagerstruktur mit diesen zwei Ebenen gestalten möchtest. Wir erklären das Konzept gleich an einem Beispiel, damit es noch verständlicher wird. In unserem Beispiel steht das Lager für ein Gebäude, genauer gesagt für einen Standort in München. Deshalb geben wir dem Lager den Namen München. Du könntest das Lager auch auf ein bestimmtes Projekt einschränken, um zum Beispiel Aufträge ausschließlich darüber abzuwickeln. Eine genauere Erklärung dazu gibt es in einem anderen Video. In unserem Beispiel lassen wir sowohl die Projekt- als auch die Adresseinschränkung leer, damit jeder auf dieses Lager zugreifen kann. Mit einem Klick auf Speichern kannst du das Lager erstellen. Nach der Bestätigung kannst du direkt Lagerplätze zu diesem Lager hinzufügen, indem du auf den Tab Lagerplätze klickst. Wenn du einen neuen Lagerplatz anlegen willst, kannst du den ersten Lagerplatz erstellen. Schauen wir uns dazu kurz ein echtes Beispiellager von einem unserer Partner an. Das Lager ist in mehrere Fachbodenregale unterteilt, die wiederum in Regalabschnitte, Regalebenen und Fachunterteilungen gegliedert sind. Als Schaubild können wir uns das etwa so vorstellen. Zwei Regale stehen jeweils nebeneinander und sind noch der Länge nach in Abschnitte unterteilt. Die Abschnitte werden zusätzlich in Regalebenen von unten nach oben gegliedert und jedes Fach kann nochmal in kleinere Abschnitte unterteilt werden. Ein Lagerplatz in Xentral entspricht einem der farbig markierten Bereiche im Bild. Diese Lagerplätze kannst du einzeln in Xentral anlegen oder importieren. Wenn wir uns an diesem Beispiel orientieren, dann wäre eine sinnvolle Bezeichnung für einen Lagerplatz zum Beispiel ML für München Lager, 01 für das Regal 01, Bindestrich 01 für den ersten Regalabschnitt, Bindestrich A für die Regalebene, angefangen ganz unten, und Bindestrich 1 für den ersten Fachabschnitt. Damit ist schon mal dieser Lagerplatz im Bild abgedeckt. Diese detaillierte Lagerbezeichnung eignet sich vor allem für größere Lager. Wenn dein Lager einfacher aufgebaut ist, kannst du die Bezeichnung so anpassen, wie es für dich und dein Team am besten passt. Achte darauf, dass die Lagerplatzbezeichnung dabei trotzdem so gewählt ist, dass deine Lagermitarbeiter leicht nachvollziehen können, wo sich der Lagerplatz im Lager befindet. Die Benennung sollte außerdem so erfolgen, dass du deine Lagerstruktur später problemlos erweitern kannst, ohne die bestehenden Bezeichnungen ändern zu müssen. Wenn du den Namen eingegeben hast, kannst du für den Lagerplatz noch zusätzliche Optionen auswählen, wenn es sich um einen speziellen Lagerplatz handelt. Das Nachschublager ist eine Art gesperrtes Lager. Es wird in der Bestandsberechnung angezeigt, aber nicht für die Pick-Prozesse deiner Aufträge genutzt. Du kannst es zum Beispiel nutzen, wenn du einen Sicherheitsbestand verwalten möchtest, der erst manuell umgelagert werden muss, bevor er für die Logistik freigegeben wird. Auch für Hochregale, bei denen die Ware zum Picken erst mit einem Gabelstapler in die unteren Zonen gebracht werden muss, ist das Nachschublager geeignet. Falls du Bestände einbuchen möchtest, die weder in der Produktübersicht noch im Lagerbestand erscheinen sollen, kannst du den Typ Verbrauchslager verwenden. In einem Verbrauchslager werden keine Bestände geführt, aber alle eingebuchten Artikel erscheinen in der Buchungshistorie. Das Verbrauchslager eignet sich beispielsweise für Verbrauch wie Klebstoff in der Produktion
oder für Verschrottung von Artikeln. Falls du Bestände einbuchen möchtest, die geführt, aber nicht für die Logistik genutzt werden sollen, kannst du den Typ Sperrlager, kein Autoversandlager, verwenden. Dieses Lager eignet sich beispielsweise für defekte Retourenartikel oder intern gesperrte Artikel. Auch Büromaterialien oder andere Artikel, die nicht für den Verkauf bestimmt sind, kannst du hier einlagern. Der Unterschied zum Lagertyp Nachschublager besteht zum Beispiel darin, dass das Sperrlager auch nicht für den Bestellvorschlag berücksichtigt wird. Wenn du das Modul Produktion verwendest und dein Lager auf bestimmte Plätze, aus denen für eine Produktion entnommen werden darf, einschränken möchtest, kannst du die Funktion des Produktionslagers für bestimmte Lager setzen. Weiter unten kannst du zusätzliche Eigenschaften für den Lagerplatz angeben, wie beispielsweise die Maße oder die Lagerplatzart. Derzeit dienen diese Angaben nur als interne Information und werden noch nicht weiter ausgewertet. Eine Ausnahme ist das Feld Sortierung, mit dem du aktiv die Reihenfolge der Lagerplätze in der Kommissionierung steuern kannst. Standardmäßig wird hier alphanumerisch aufsteigend nach den Lagerplatznamen gepickt. Wenn du dies ändern möchtest, kannst du dies mit einer Sortiernummer festlegen, das zunächst nach der Sortiernummer und anschließend nach dem Lagerplatznamen sortiert wird. Niedrigere Zahlen werden in den Kommissionierläufen zuerst angesteuert. Zum Abschluss kannst du den Lagerplatz anlegen, indem du auf den Speichern-Button klickst. Hast du ein großes Lager mit vielen Lagerplätzen, kannst du die Import-Funktion nutzen. Klicke dazu auf Lagerplätze importieren und wähle entweder das Schnellanlegen über die Textbox oder importiere die Lagerplätze per CSV-Datei, bei der du auch eine Sortiernummer und weitere Informationen wie den Lagertyp oder die Lagereigenschaften angeben kannst. Wenn du zum Beispiel gleich festlegen willst, ob ein Lagerplatz ein Nachschublager ist, nimmst du eine Spalte Nachschublager in die Datei auf und vergibst als Wert 0 für kein oder 1 für Nachschublager. Achte darauf, dass deine Daten in der CSV-Datei durch ein Semikolon getrennt sind und bei einem Header die obere Option für erste Zeile als Header behandeln auch noch gesetzt ist. Und das war's zum Thema Lager anlegen in Xcentral. Viel Spaß weiterhin bei der Einrichtung und wir sehen uns im nächsten Video.